Kleine verstehen natürlich das mit dem Ultralaufen sowieso nicht, aber die denken, das ist ja sehr sportlich. Und ich habe mich selber nie als besonders sportlichen Menschen empfunden. Ich habe auch erst mit über 40 angefangen damit. Also der Sport ist eigentlich nur die Verfassung, die man erreichen muss, um sich frei bewegen zu können in diesem Habitat. Ich heiße David Rott. Ich bin Schauspieler vom Beruf. Das Laufen ist für mich total wesentlicher Bestandteil in meinem Leben als Tool, um in der Balance zu sein. Ja, der hat Flugzeugen. Nach großen Fahren. Ja. Links oder rechts? Das ist ja egal am Ende. Also ich bin Henning, wohne in Hamburg, Redakteur bei Runners World, Trainer bei Hamburg Running. Für dieses Jahr habe ich mir einen Plan zusammengesteckt, der mich nach 13 Stunden wieder hier im Ziel in Garmisch-Partenkirchen sieht. Um 11 Uhr morgens würde ich gern im Ziel sein. Ja, wo ist Chris? Ja, der unterschreibt ein Buch. Der unterschreibt ein Buch. Das war der Proof of Concept. Ja, cool. Ich bin Chris. Mein Leben ist ganz schnell zusammengefasst. 3 große Leidenschaften. Ich habe mit Musik angefangen. Irgendwann ist mir das zum Hals rausgekommen, im Tourbus zu sitzen. Dann habe ich das Laufen für mich entdeckt. Und die 3. große Leidenschaft, die jetzt dazu gekommen ist, ist das Schreiben. Es gibt einen Grund, warum ich den Lauf antrete. Ich möchte dort einen Western States Qualifier abholen, um an der Western States Lotterie teilzunehmen. Ich bin den Western States 100 schon mal gelaufen, habe da ein sehr intensives Erlebnis gehabt und möchte irgendwann dort wieder zurückkehren. Ich rechne damit, dass das 5, 6, 7, 8 Jahre dauert. Vorausgesetzt, ich schaffe es auch jedes Jahr, ein Qualifikationsrennen zu absolvieren. Kamera, da darf ich ja nicht reingucken. Hi, ich bin Benny Fuchs aus dem Taunus. Soll ich in die Kamera gucken? Soll ich nochmal? Hi, ich bin Benny Fuchs, bin 40 Jahre alt, komme aus dem Taunus. Bin tierisch aufgeregt. Ich freue mich tierisch drauf. Ich habe mich absolut committed für dieses Rennen. Also ich glaube, ich habe selten so viel Bock auf ein Rennen gehabt. Das ist gerade Maschine. Richtig geil, ey. Ich laufe einfach los und gucke, was passiert. Ich bin kein Typ, der sich Gedanken um ungelegte Eier macht. Ja, bis später, ne? Ja, danke. Ich bin einfach furchtbar gerne hier. Ich freue mich jedes Mal herzukommen. Dieses ganze Drumherum, dieses Gesamtpaket. Ja, ist halt der Zut, ne? Das ist so dieser spezielle Spirit auch hier von der Veranstaltung. Das treibt dann ja auch irgendwo an. Hier in Garmisch-Partenkirchen, oder? Ich glaube, Es gibt sicherlich die Möglichkeit, dass die Zeit von 13 Stunden fürs Podium reicht. Aber wenn ich damit 9. werde, wäre es genauso fein für mich. Ich möchte tatsächlich mein Rennen laufen, mein Bestmögliches geben. Ich bin vor 2 Jahren 14,5 Stunden gelaufen, hatte gar keinen guten Tag. Also ich habe mich da wirklich durchgestruggelt durch das Rennen. Jetzt bin ich besser vorbereitet, hoffe, dass ich die Fehler, die ich damals gemacht habe, nicht wieder mache. So stelle ich mir UTMB vor. Wie schnell willst du laufen, was deine Zielzeiten und so, ist mir eigentlich relativ egal. Ich arbeite daran, das wegzumachen, das zu vergessen, was ich mir vorgenommen habe, sondern versuche irgendwie präsent zu sein und mich dem auszusetzen, mit dem Berg zu connecten. Kann man so sagen, ja.
Jeder hat seine Geschichte und jeder wird dir irgendwie erzählen, dass das irgendwann mal im Leben nicht leicht hatte. Bei mir war es halt so die frühe Jugend und Kindheit, die halt ein bisschen vermurkst war. Ich habe relativ früh angefangen zu trinken, mit 12, 13. Und ich hatte großes Glück, dann eben mit Musik in Verbindung zu kommen, insbesondere halt Punk, Hardcore. Die kamen auch genau zur richtigen Zeit. Auch das Straight-Edge-Ding, also auf Drogen und Alkohol zu verzichten, kam genau zur richtigen Zeit in mein Leben. Und mit dem Laufen war es dann ähnlich. Das war zwar erst 20 Jahre später. Da war es auch so, ich saß im Tourbus, bin immer dicker geworden, habe 105 Kilo gewogen. Es war ein Lifestyle, der echt nicht gut war. Dann kam irgendwann das Laufen um die Ecke und ich habe gemerkt, okay, das ist halt eine Möglichkeit, dass ich meinen Körper spüren kann. Wie das bei vielen Dingen so ist, die mich flashen im Leben, dann stürze ich mich halt richtig rein. Als ich mit dem Laufen angefangen habe, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das klamottentechnisch für mich irgendwie nicht so funktioniert. Und dann habe ich nebenbei noch eine Laufsportmarke gegründet mit dem Namen Willpower. Ich wollte mit Willpower irgendwie Leute zusammenführen. Es war mir irgendwie wichtig, dass alle Leute, die das Gefühl haben, nirgendwo so richtig reinzupassen, einen Ort haben, wo sie sich halt dann doch irgendwie zu Hause fühlen. Und das ist Willpower über die Jahre auch für sehr viele Menschen geworden. Ach, da sind die Buben. Jo, Benni. Guten Tag. Kohlenhydrate. Stark, Mann. Kohlenhydrate. Ja. Danke. Ich habe hier Bachwasser, das tausche ich gegen Nicht-Bachwasser. Ja, ich habe auch noch eine Softflasche, die nicht kaputt ist, im Rucksack. Ja, nee, wir haben schon getauscht. Ganz entspannt. Müll? Zu mir. Das war übrigens gut mit den Fegels. Mal ein bisschen mehr, ne? Geil. Sau stark, Benni. Vielleicht schüttelt ihr das nächste Mal ein bisschen mehr aus. Ja, ich habe mir extra gefragt. Da will der Kohlensäure haben. Ja. Ich glaube, Backpulver ist schlimmer. Heb die auf. Bis dann. Hier, guck mal, wo wir heute Abend essen gehen. Geht auf mich, ne? Ja. Wo ist Henning? Wie geht's dem? Kopf will nicht, Beine wollen nicht, Magen will nicht. Aber der Fuß hält. Also das, was mir vor dem Rennen Sorgen bereitet hat, funktioniert. Alles andere leider nicht. Einmal Wasser, einmal Morten, Stirnlampe hinten rein. Pasta. Hoffentlich. Ich muss nur halt langsamer laufen, als ich das vorhatte. Ich habe hier die 86 Plätze. Okay, passt. Ich mache jetzt eine Kopfhörerrunde. Ja. Los, komm, lass uns abhauen. Aber Hälfte ist geschafft. Der Rest geht schon. Ich habe eine Sache, die für mich immer funktioniert. Das ist ein ganz einfacher Satz. Ein schöner langer Tag im Berg. Das ist ganz einfach. Es nimmt total Druck raus. Das ist das, was ich machen will. Da will ich sein, im Berg sein. Es gibt nichts Schöneres. Ich fühle mich irgendwie geehrt, dass ich das machen darf. Also, ich finde es keine Selbstverständlichkeit und freue mich einfach, dass ich sowas erleben darf. Das ist sehr, sehr schön.
überrascht zu sein. Aber sieht ganz gut aus. Ich sollte einfach sagen, mir geht's gut. Und vielleicht passiert das dann einfach. Überraschungsbesuch an der Vorfahrt. Hast du die Sachen da? Ja. Rasen gelaufen, aufstechen, desinfizieren, helfen. Hi, hi, grüß dich. Hi. Morgen. Okay, also ich brauche meinen Beutel. Ich weiß nicht, ob ihr den auch holen dürft, für gut. Ja, dürfen wir Da sind zwei Flasks drin, die sind aufgefüllt. Die kommen nie rein. Trink erstmal. Ja. Die zwei kannst du mir vorne reinstecken, die da drin sind. Da sind zwei Flasks. Ja. Wir haben auch eine gekühlte. Willst du lieber eine kalte? 8,5 und keine Höhenmeter. Ja, genau. 5:6. Ja, teilweise Asphalt und der Rest ist 8,5. Kann ich mir merken. Alles klar, super. Ich brauche da irgendwie ein Handtuch oder irgendwas drunter, dass kein Dreck reinkommt. Und wahrscheinlich wird es eigentlich... Ah, Sit down. ja. Hey. Das ist uns erstmal kühles Wasser super, einfach. Cool. Das kannst du erstmal so trinken. Ja, ich habe so ein Dropbag. Welche Nummer? 733. 733. Hate the pancake. I was thinking last hour just about giving up. You're over halfway, so it's perfect. Ich fürchte, die totale körperliche und mentale Zerstörung, also Erschöpfung. Ich fürchte mich davor. Klar. Chris is in the medical tent having a blister fix. Is he okay? Und 3,3. Super cool. Schauen wir mal, was wir hier in der Wundertüte haben. Magst du ein Stück Pizza haben? Ja. Ist aber mit bisschen Käse. Soll ich nach einer veganen fragen? Ja, wenn Ja? das möglich Ja, ist. machen wir. Cool. Thank you, Amy. Kein Bock mehr. Stark, super, super. Great job, bro. Great job. Come on. Thank
oft reflektiere ich sowas viel später erst so. Weil du bist eigentlich wie in so einem Rausch, wenn du aus diesem Rennen rausgehst. Weil du hast alles gegeben, du hast dich mental komplett gefordert, du hast dich physisch komplett gefordert. Manche Dinge dauern dann erstmal, bis du die wieder einordnen kannst, halt so auch im Kopf. Ja, du bist einfach auch wieder so zurückgekommen, dahin, wo du auch irgendwo das Rennen angefangen hast und hast diese Runde beendet. Der Kreis hat sich geschlossen. Ich versuche das immer so gut wie möglich zu planen und so klug wie möglich zu sein und merke dann, dass nichts von dem, was ich mir vorgenommen habe, greift. Letzten Endes, außer ein großes Maß an Freundlichkeit. Es sind Leute, die rennen Tage und Nächte bei heftigen Witterungsbedingungen durch sehr, sehr schwierige Umgebungen. Warum macht man das? Ich glaube auch aus Mangel an Spiritualität im Leben. Ich habe überhaupt keine Spiritualität in meinem Leben. Ich vermisse das. Das ist eine Lücke, die früher irgendwo die Religion besetzt hat, eventuell. Das habe ich nicht, aber ich habe so Begegnungen, wenn ich sowas mache.